Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, 4. Panzerarmee, Juli 1943, Kursk. Nach einer unruhigen Nacht warteten wir noch immer auf Ersatz für unseren Fahrer. Mittlerweile war ein Werkstattzug eingetroffen und hantierte an der Blende für den Fahrer herum. Der Glasblock war gesplittert und ein Ersatzteil war nicht da. Die Blende wurde dann nur zugeschweißt und der Panzer konnte dann nur noch mit der Luke offen oder über die Winkelspiegel gefahren werden. Aber das sollte auch klappen, meinte Peter. Gegen Mittag traf dann Nachschub ein und wir bekamen einen Ersatzfahrer. Ein junger Bursche mit dem Namen Lothar. Er hatte einen Kopfverband unter der Feldmütze und es stellte sich raus, dass sein Panzer gestern abgeschossen wurde und nur er und der Funker es überlebt hatten. Treffer im Turm. Und dort hat es alle zerrissen. Wenigstens geht's dann schnell, denkt man sich. Ein kurzer Blitz und dann Schluss. Trotz des Erlebten war Lothar ein Spaßvogel, den man einfach mögen musste. Auch Peter musste immer über ihn schmunzeln, wenn der irgendwelche Räuberpistolen erzählte. Wir waren wieder gefechtsbereit und setzten mit 2 weiteren instand gesetzten Fahrzeugen den Marsch fort. Wir kamen gut voran, denn die Vorhut war schon ordentlich weit vorgestoßen und hatte das Tagesziel erreicht. Wir fuhren an Panzerwracks und zerstörten Packstellungen vorbei. Immer noch brennende Häuser wiesen uns den Weg. Zahlreiche tote Rotarmisten lagen in den Gräben und hier und da lag auch ein zerstörtes Flugzeug am Boden. Wir hörten auch Flugzeugmotoren und Artillerieeinschläge, aber sehen konnte man nichts. Der Rauch wurde auch immer dichter und es war nachher schwer, mehr als 300 Meter weit zu schauen. Wir hielten uns dann an die Spuren der Kameraden und folgten dem Kampfverband. Gegen Mittag kamen uns Verwundete auf einem LKW entgegen. Peter erkundigte sich, wie es stehen würde, und wir bekamen die Antwort, dass 5 Kilometer weiter eine Befehlsstelle stehen würde und dort könnten wir mehr erfahren. Wir rumpelten weiter und fanden den beweglichen Gefechtsstand in einem kleinen Waldstück untergestellt. Unsere 3 Fahrzeuge wurden gleich in einen Frontabschnitt dirigiert, wo wir mit den langen 7,5ern unterstützen sollten. Das Gelände wurde immer schlechter und Lothar hatte Mühe, den Panzer dort durchzubringen, aber auch das klappte. Wir schoben uns in die Flanke des Verbandes und die Spitze, bestehend aus Panthern, versuchte den Durchbruch durch die russische Linie. Nicht nur Pack und Bunker hatten die Roten hier aufgefahren, es wurden auch KW-2-Panzer gemeldet. Die hatte man lange nicht mehr gesehen und wir waren der Meinung, dass die einfach nicht fronttauglich waren und somit nicht mehr gegen uns eingesetzt wurden. Aber hier, auf dem Weg nach Kursk, haben die scheinbar alles aufgefahren. Als Flankendeckung rückten wir mit vor. Peter hatte den Kopf wieder aus der Luke rausgesteckt und suchte mit dem Fernglas Ziel. Ich hoffte, dass sein Schutzengel die Hand über seinen Dötz halten würde, denn ich wollte ihn nicht verlieren. Dann tauchte er schnell ab und machte die Luke zu. KW-2 halb links wurde gemeldet. Ich schwenkte herum und nach kurzer Zeit hatte ich den Burschen im Zielstachel. Aber so einfach war das ja nun auch nicht. Auch die 7,5er konnte den Turm nicht durchschlagen. Also ich versuchte, die Wanne anzuvisieren. Die war aber zu tief in der Stellung. Peter gab mir Feuererlaubnis und ich nahm den Turm mittig. Die sollten ordentlich was auf die Ohren bekommen. Ich schoss und traf den Turm. Aber kein Durchschlag. Nun hatte ich seine Aufmerksamkeit. Die 152 mm Kanone war nicht so treffsicher, aber riskieren wollten wir auch nichts. Lothar zog an und wir rollten 100 Meter weiter vor. Schießhalt und wieder verließ eine Granate das Rohr. Ein Schlag und wieder keine Wirkung. Die drehten den Turm noch immer, aber scheinbar hatten die Rotarmisten ein anderes Ziel im Auge. Wir rollten weiter und wegen des schlechten Geländes konnten wir keinen weiteren Schuss auf den Koloss setzen. Da muss wohl die Luftwaffe ran. Wir bekamen ein neues Angriffsziel, Bunker voraus. Diese Bunker waren gut getarnt und die eingebauten Packgeschütze schickten den Tod in unsere Reihen. Mehrere Panzer waren schon getroffen, brannten oder hatten die Ketten abgeworfen. Da mussten wir hin. Peter gab Kommandos und wir fanden eine gute Stelle, mit der wir nur den Turm preisgaben. Es wurden Sprenggranaten geladen
und ich sollte, wenn möglich, in die Bunker hineinfeuern. Die Kanone war gut justiert und auf 600 Meter richtete ich an. Peter ließ mich machen und ich nahm mir Zeit. Ich zog ab und das Geschoss schlug in den Bunker ein, traf aber nur die Oberkante. Das hatten die Sträucher da auch gleich mitbekommen und ich konnte sehen, wie das Rohr langsam in unsere Richtung schwenkte. Jetzt oder nie. Ich zielte nur einen gefühlten Millimeter tiefer und schoss. Die Granate flog in den Bunker und ein lauter Knall, gefolgt von einer starken Explosion, zeigte mir, dass dort nichts mehr war, was jetzt noch zurückschießen konnte. Dann kam Leben in die Stellung. Was auch immer neben dem Bunker gestanden hatte, rollte nun weg. Man sah nur Büsche und kleine Bäume umknicken. Ich rief Peter zu, dass dort einer türmen wollte. Wir ruckten an und mit 2 Begleitpanzern gingen wir in Keilformation vor. Wir fuhren Spitze und rollten unaufhaltsam auf die Stellung zu. Infanterie- und MG-Feuer schlug uns entgegen, aber die Pack in dem Bereich war ausgeschaltet. Links neben uns fuhr noch ein Panzer III, der abwechselnd die MG-Stellung bekämpfte. Auf einmal ein lauter Knall und unser Panzer wurde durchgeschüttelt. »Panzer links getroffen«, brüllte Peter. Schweigepack ging es mir durch den Kopf. Wir konnten nicht anhalten, weiter mit Höchstgeschwindigkeit. Lothar sollte weiter nach links steuern, um dem Gegner die Front zu zeigen. Wieder ein Abschuss und das ging nur knapp an uns vorbei. Feindpanzer voraus. Ich drehte ein, aber unser Nebenmann hatte den auch schon gesehen und schmetterte eine Granate auf das Fahrzeug. Ich konnte nur das Rohr erkennen und kein Turm. Egal. Ich visierte tief an und ich schoss. Treffer. Das Fahrzeug qualmte. Rotarmisten sprudelten aus dem Fahrzeug und starben sofort im zusammengefassten Feuer unserer Bug-MGs. Wir rollten weiter vor, bis zum ersten Graben und dann hielten wir an. Wir hatten die Linie geknackt. Die Russen flohen und die nachgerückte Infanterie säuberte die Gräben. Nach 20 Minuten war der Bereich mehr oder weniger feindfrei und wir schauten nach dem Kameradenpanzer. Da war nichts mehr zu machen. Scheinbar Turmtreffer und die Munition hatte sich entzündet. Der Turm war abgerissen und der Panzer komplett ausgebrannt. Schweinerei, wieder gute Männer verloren. Dann gingen wir uns die Stellung anschauen und ich sah zum ersten Mal ein russisches Sturmgeschütz mit der 122 mm Kanone. Die knacken uns auch einfach weg mit dem Kaliber. Aber müssen auch dicht ran mit dem kurzen Rohr. Nun ja, wir haben den erwischt. Wir untersuchten das Fahrzeug und ich prägte mir die Schwachstellen ein. Die Panzerung war nicht so stark, aber die Schrägung hatte den Vorteil des möglichen Ablenkens der Granate. Aber hier war das Geschoss unter der Blende eingeschlagen und scheinbar war so das Geschütz unbrauchbar geworden. Oder etwas im Fahrzeug hat sich entzündet. Auf jeden Fall Wirkung genug, um die Panzermänner zum Aussteigen zu bewegen. Die lagen alle 30 Meter hinter dem Fahrzeug, von unserem MG dahingemäht. Weglaufen ist da keine Alternative. Das würde ich dann auch nicht versuchen wollen, sollte ich mal in die Situation kommen. Wir machten uns auf den Weg und stießen hinter den Panthern weiter vor. Tagesziel war eine Ortschaft, die wir dann auch gegen frühen Abend erreichten. Kleinere Gefechte gab es auf dem Weg, aber die Panther voraus hatten da schon gut aufgeräumt. Hier war schon alles kurz und klein gebombt, die Luftwaffe hatte hier einiges erledigt. Wir bauten eine Sicherung auf, Spähfahrzeuge wurden vorgeschickt und Fliegersichttücher ausgebracht. Diesmal kam auch was Warmes aus der Feldküche nach vorn. Das klappt ja schon mal. Ist das Essen warm und gut, fasst der Lanzer neuen Mut. Mit dem Spruch ging es immer gut weiter. Wir dachten an diesem Abend nicht viel, denn Peters guter Kamerad und Freund fand den Heldentod im Kameradenpanzer. Er wollte eher für sich sein und wir achteten das. Wir ließen ihn in Ruhe. Neue Befehle trafen ein und wir sollten einen Tag in Ruhestellung bleiben, weil der gepanzerte Keil, der den Hauptstoß im mittleren Frontbereich durchführte, sich in den Verteidigungsanlagen festgefressen hatte. Trotzdem hatten wir auch am nächsten Tag wenig Ruhe. Nachschub kam, Infanterie und Pioniere zogen nach, die Luftwaffe war ständig unterwegs und schoss alles aus dem Himmel, was einen roten Stern führte. Ich nahm mir die Zeit und schrieb wieder einige Zeilen auf. Auch nahm ich mir meine Skizzen vor und malte etwas zur Entspannung. Peter kam später noch zu mir, wir sprachen über das Erlebte. Natürlich kam die Sprache auf den Panzer III, der heute neben uns abgeschossen wurde. Sie hatten die ersten Lehrgänge zusammen
und kam auch gleichzeitig ins Regiment. Klaus war sein Name. Er war verheiratet und hatte schon 2 kleine Kinder. Sie hatten die Vereinbarung, dass wenn einer von ihnen fallen würde, der andere dann der Familie schreibt. Das war nun Peters Aufgabe und ich merkte, dass es ihm sehr schwer fallen würde, diese Zeilen zu schreiben. Aber das konnte ich ihm nicht abnehmen. In der Nacht waren die Nähmaschinen wieder unterwegs und warfen mir ihre Liebesgrüße aus dem Himmel. Wir waren nicht das Ziel, aber die hart rechts von uns untergezogenen Pioniere bekamen ein paar Bomben ab. 2 Tote und 6 Verwundete war der Preis. Aber auch ein von den Doppeldängern erwischte es. Er ging brennend zu Boden. Wenigstens etwas, da haben die wohl erstmal genug. Am nächsten Morgen waren wir von den nächtlichen Aktivitäten vollends erschöpft und der wenige Schlaf machte sich bemerkbar. Wir packten unsere Sachen zusammen und warteten auf die neuen Einsatzbefehle. Linke Flanke decken und mögliche Angriffe abwehren. Uns wurde ein Zug PSW zugeteilt, der immer tief in den Raum vorstoßen sollte und mögliche Widerstandslinien zu entdecken oder frühe Angriffsabsichten zu erkennen. Wir rollten wieder an und weiter ging es. Leider hatten wir kein klares Lagebild oder wie es an anderen Stellen aussehen würde. Jetzt müsste Schmidt hier sein. Dann wüssten wir sicherlich mehr.